Ja, hallo zu unserem ersten Online-CSD. Ich bin Danny und auf der anderen Seite befindet sich Jascha. Und heute wollen wir mal ein besonderes Format ausprobieren. In Zeiten von Corona geht es ja nicht, dass wir uns aus ganz NRW zusammen vor Ort treffen. Deswegen wollen wir jetzt mal etwas Neues ausprobieren. Richtig, wir sind Teil des Netzwerks Queere Jugend NRW. Das ist eine Organisation mit einer Fachstelle. Wir gehören zum schwulen Netzwerk in NRW. Die Fachstelle besteht aus 3 wunderbaren Personen und wir sind Teile des Beirats der queeren Jugend. Das heißt, wir geben den Jugendlichen aus den ganz verschiedenen queeren Jugendtreffs in NRW eine Stimme, versuchen ihre Anliegen rüberzubringen, machen Öffentlichkeitsarbeit. Genau, und in den verschiedenen Jugendtreffs wird super tolle Arbeit immer vor Ort geleistet. Das reicht von Aktionen gemeinsam über jetzt während der Corona-Zeit irgendwie Online-Meetings bis hin zu Freizeiten und eigentlich alles, was einem in der offenen Jugendarbeit so in den Kopf und in den Sinn kommt. Dazu gehört natürlich auch viel Unterstützung für die Jugendlichen und mit dem Video heute möchten wir eigentlich ganz gerne unsere Arbeit mal ein bisschen vorstellen. Auch hier wieder den Jugendlichen eine Stimme geben in Zeiten, wo das gerade einfach ein bisschen schwieriger ist. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen, was da so zusammengekommen ist. Genau, organisiert hat das Ganze die CSD AG und die AG Dijkmarsch. Die CSD AG gibt es jetzt schon ein paar Jahre und ist so dafür zuständig, die Cologne Pride mitzuorganisieren. Also nicht die Cologne Pride an sich, aber die Fußgruppe auf der Cologne Pride. Das geht über Flyer-Material erstellen bis hin zu Organisation vor Ort. Und die AG Dijkmarsch ist jetzt ganz neu, letztes Jahr dazugestoßen und zusammen haben wir diesen Online-CSD geplant. Genau, vielleicht, weil häufiger die Frage gestellt wurde, warum brauchen wir eigentlich eine AG Dijkmarsch? Ihr seid auch beim CSD generell immer dabei. Die AG Dijkmarsch ist tatsächlich aus dem Grund entstanden, dass wir gesagt haben, dass ganz, ganz häufig lesbische, bisexuelle, pan, wie auch immer, Mädchen und Frauen, mit Sternchen natürlich, gedacht, einfach häufig immer noch unsichtbar bleiben, dass da häufig weniger Sichtbarkeit einfach vorherrscht. Und wir mit diesem AG Dijkmarsch-Blog heute in diesem Format mal einfach versuchen möchten, das ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und da einfach ein bisschen Informationen zu geben, Anreize zu geben, sich damit auseinanderzusetzen und dieser Gruppe innerhalb des queeren Spektrums nochmal einen extra Platz auch einfach zu geben, um die eigenen Interessen darzustellen. Ja, wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei unserer Reise quer durch NRW und hoffen, es gefällt euch. Genau, viel Vergnügen, bleiben Sie gerne dabei, schauen Sie sich das an. Wenn Sie natürlich im Nachhinein irgendwie Fragen zu einzelnen Treffs haben, zu der Organisation Queere Jugend, wie man sich einbringen kann, ob es in der eigenen Nähe vielleicht irgendwas gibt, können Sie sich super gerne melden. Sie finden uns auch auf der Homepage. Und ja, ansonsten jetzt erstmal viel Vergnügen. Hi, ich bin Amy Wald. Ganz liebe Grüße aus Wien an den Dijkmarsch der queeren Jugend NRW. Ich finde es mega schade, dass wir dieses Jahr nicht gemeinsam feiern können, aber die Sicherheit geht vor und ich hoffe dafür, dass wir nächstes Jahr umso mehr gemeinsam auf den Straßen feiern und uns auch sicher umarmen können wieder. Ja, ich spiele euch jetzt 2 Songs vor und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr. Aus dem WLAN, aus dem Sinn, also bleibe ich lieber drin. Social Media Welt, meine Morning Routine, keinen neuen Abonnent. Dafür 20 New DMs in den Chats der letzten Dates auf Instagram. Vielleicht komme ich heute doch zu deinem Facebook-Event. Hab die letzten 3 Male leider wieder verpennt. Teile meine Story, bis man mich erkennt. Mein Feed ist der Weg und das Ziel sind die Trends. Die Zahlen steigen und ich seh mich schon im Blitzlicht. Mama fragt, sag, ist das wirklich wichtig? Kein Plan, ich seh vor lauter Klicks nichts. Check die Internetgeschwindigkeit. Die Welt ist so viel mehr als nur ein Like. Doch Herzen fliegen online Kilometer weit. Ich swipe und ich scrolle in die Ewigkeit. Oh Baby, bitte schenk mir doch ein Like.
10. Fridays for Future jede Woche im Stream. Feiern Love is Love im Online-Magazin. BLM, Me Too, Solidarity. Die Zahlen steigen und ich seh mich schon im Blitzlicht. Mama fragt, sag, ist das wirklich wichtig? Kein Plan, ich seh vor lauter Klicks nicht. Check die Internetgeschwindigkeit. Die Welt ist so viel mehr als nur online. Doch Herzen fliegen online Kilometer weit. Ich swipe und ich scrolle in die Ewigkeit. Oh Baby, bitte schenk mir doch ein Like. Manchmal frage ich mich, wie komme ich hier raus? Stunden später lieg noch rum auf der Couch. Schalt das Ding doch endlich aus. Die Welt ist so viel mehr als nur online. Doch Herzen fliegen einen Kilometer weit. Ich swipe und ich scrolle in die Ewigkeit. Oh Baby, bitte schenk mir doch ein Like. Hi, ich bin Madeline, Pronomen Sie von der Fachstelle Queere Jugend NRW. Ich hatte dieses Jahr die Riesenfreude, die AG Dijkmaat im Jugendnetzwerk Queere Jugend NRW zu begleiten. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, AG Dijkmaat, was soll das denn? Dijk ist ursprünglich ein englisches Schimpfwort für Lesben und für Bi-, Pan- und queere Frauen. Wenn mich zum Beispiel eine Person als Dijk oder Lesbe beschimpft, wertet sie mich dafür ab, dass ich mich nicht so verhalte, dass ich nicht so aussehe oder nicht so begehre und liebe, wie die Gesellschaft das von mir als Frau erwartet. Erfahrungen von Lesben und queeren Mädchen und jungen Frauen, egal Frauen welchen Alters, haben also sehr viel mit Sexismus und auch Feminismus zu tun. In der AG haben wir uns mit genau diesen Fragen auseinandergesetzt. Wir haben uns also zum Beispiel gefragt, warum geht es eigentlich auch in der queeren Szene so selten um unsere Erfahrungen? Wer wird wie sichtbar und wer nicht? Wer wird zum Beispiel auf Fotos von CSD-Paraden gezeigt? Was sind eigentlich zum Beispiel Femmefeindlichkeit und Gender Policing? Wie können empowernde Angebote für uns aussehen und wie können diese Angebote auch einladend und stärkend für Transpersonen und Enbis sein? Wie können wir queer-feministische Solidarität leben? Super spannend. Eigentlich, vor Corona, wollten wir dieses Jahr euch alle deshalb zu einer jungen einem jungen Dijkmaat-Blog in NRW einladen. Dijkmaat sind nämlich Demos, die als kritische Ergänzung zu den allgemeinen CSD-Demos und Paraden organisiert werden, weil genau die genannten Themen einfach so häufig untergehen dort. In NRW gibt es Dijkmaat zum Beispiel in Münster, Köln und Bielefeld. Bei Dijkmaat wird sich das ursprüngliche Schimpfwort Dijk zurückerobert. Im Sinne von, wir sind gerne so und wir wollen gar nicht so sein, wie ihr das von uns erwartet. Wir feiern uns und einander. Hoffentlich macht euch dieser kleine Online-Dijkmaat schon Lust auf die Themen und hoffentlich noch viel mehr Lust, dann nächstes Jahr, wenn Corona es wieder zulässt, uns zusammen auf der Straße zu treffen. Und ich freue mich schon mega, wenn das dann klappt, dass wir alle zusammen rufen. Can you see us now? Bis dahin.
Hier seht ihr einen Teil des Büros der Fachstelle Queere Jugend NRW. Und was hier so passiert, wollen wir euch jetzt mal kurz zeigen. Aber vorab senden wir euch liebe Grüße aus Köln nach ganz NRW und darüber hinaus. Unser Job ist es, für alle queeren Jugendtreffs in NRW zu werben, Politik und Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig diese Räume sind und zusammen mit jungen Ehrenamtlichen und Fachkräften zu überlegen, wie die Arbeit noch cooler und stärkender werden kann. Was bedeutet zum Beispiel Empowerment für alle jungen Queers? Und was braucht es für Safer Spaces für junge Queers nach Flucht oder für Transjugendliche? Wir beraten zum Beispiel, wenn sich ein neuer Jugendtreff gründen will, organisieren Fachtage und bieten zum Beispiel Empowerment-Treffen für Gruppenleitungen of Color an. Ihr könnt euch auch selbst in unsere Arbeit mit einbringen. Wir begleiten nämlich das Netzwerk der queeren Jugend NRW, in dem sich junge Engagierte aus der queeren Jugendarbeit vernetzen. Im Netzwerk gibt es 2-mal im Jahr Vernetzungstreffen, eine Ausbildung für junge JugendgruppenleiterInnen, weitere Fortbildungen und einige landesweite AGs. Das Netzwerk wählt einmal pro Jahr einen Beirat, der mit uns und in unserer Arbeit begleitet und das Sprachrohr von jungen ehrenamtlichen Queers in NRW ist. Du suchst einen queeren Jugendtreff in deiner Nähe? Du suchst ein cooles Ehrenamt? Du willst dich mit anderen engagierten jungen Queers aus ganz NRW vernetzen? Du hast Lust auf queere Jugendpolitik auf Landesebene? Meld dich und mach mit! Alle queeren Jugendtreffs aus NRW findest du übrigens auf unserer Homepage. Zusammen und vernetzt für queere Jugendangebote in ganz NRW. Ja, vielen Dank für den schönen Papierflieger. Ich bin Mika, mein Pronomen ist er, sie und ich lebe in Köln. Und ich habe die Stelle der Landeskoordination Trans inne. Das ist eine landesweite Fachstelle zu geschlechtlicher Vielfalt. Da gehört zu meinen Aufgaben, auf der einen Seite Fachkräfte zu beraten und zu begleiten, auch Materialien zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel in den Kontexten Schule oder Gesundheit. Und auf der anderen Seite Transgruppen und Initiativen zu unterstützen und selber Angebote für Transmenschen bereitzustellen. Und da möchte ich euch sehr, sehr herzlich einladen, euch bei mir zu melden, wenn ihr Wünsche, Ideen, Bedarfe habt, zum Beispiel zu einer coolen Veranstaltung, die ihr gerne bei euch in der Gegend oder auch online hättet, oder wenn ihr euch fragt, wird zu dem Thema gerade politisch in der NRW gearbeitet, zu dem Trans-Thema, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, mich einzubringen. Und ja, wenn ihr Lust habt, auch NRW-weit aktiv zu sein, neben all den Möglichkeiten, die es gibt, lokal im Transbereich euch zu engagieren, dann meldet euch auch sehr, sehr gerne. Da gibt es in NRW das Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans NRW. Das ist der Translandesverband. Und da seid ihr sehr willkommen, zum Beispiel erstmal einmalig im Rahmen von einem Vernetzungstreffen oder einem Workshop mal reinzuschnuppern, eure Perspektiven zu teilen oder, wenn ihr möchtet, auch längerfristig an einem Thema zu arbeiten, zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe, damit wir gemeinsam noch viel mehr verändern können zum Besseren für uns Transmenschen. Ja, ich freue mich total drauf, von euch zu hören oder zu lesen, euch wiederzutreffen oder neu kennenzulernen und wünsche euch erstmal alles, alles Gute. Happy Pride! Aua! Ein Ort, an dem man sich respektvoll mit Menschen austauschen kann. Das Gap ist für mich fast wie ein zweites Zuhause. Das Gap ist für mich ein Ort, auf den ich mich jeden Donnerstag freue. Man sollte ins Gap kommen, wenn man queere Kontakte sucht
und einen Ort haben möchte, wo man sich geborgen fühlen kann. Man sollte ins Gap kommen, wenn man Lust hat, sich einzubringen. Weil man hier mit Freunden Spaß haben kann und sich gleichzeitig auch politisch engagieren kann. Wenn man dort mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt kommt. Wir als Fachstelle Mehr als Queer empowern BPOC-Menschen und unterstützen diese dabei, ihre eigenen Ideen und Projekte zu verwirklichen und gehen mit ihnen zusammen den Prozess der Umsetzung. Zudem bieten wir fachliche Beratung und Sensibilisierung für Institutionen und Vereine in den Verschränkungen von Rassismus und Queerfeindlichkeit an. Wir bieten jungen Menschen, die mehrfach zugehörig sind, also zum Beispiel queer und jüdisch oder queer und schwarz sind, geschütztere Räume an, um sich gegenseitig zu empowern und vernetzen und ihre Erfahrungen, wie zum Beispiel Outingsgeschichten und ihr Wissen zu teilen und zusammen zu wachsen. Wir wünschen uns für Jugendliche, dass sie sich untereinander verbunden fühlen und gegenseitig supporten und dass die Arbeit, die sie schaffen, nachhaltig und langfristig gefördert wird. Dazu hoffen wir, dass die Jugendlichen Räume finden, wo sie ohne Hemmungen sie selbst sein und ihr Ich entdecken und entfalten können. Hey, ich bin Mika. Ich freue mich sehr darüber, dass es mittlerweile an immer mehr Orten Transblöcke gibt, also Fußgruppen von Transmenschen und UnterstützerInnen im Rahmen von CSD-Demos und weltweit immer mehr Trans-Prides, zum Beispiel in Köln. Das ist unfassbar wichtig, unter anderem, weil ja leider im Rahmen von vielen CSDs, gerade im Rahmen von diesen kommerziellen Großveranstaltungen, die Forderungen von uns als Transmenschen jetzt nicht gerade im Fokus stehen und weil es eine unfassbar empowernde Erfahrung sein kann für Transmenschen, die an einem Transblock oder einer Trans-Pride teilnehmen. Deswegen möchte ich mich von Herzen bedanken bei allen aktivistischen Menschen, die das möglich machen, die Transblöcke und Trans-Prides ehrenamtlich organisieren. Vielen, vielen Dank euch. Und ja, während diese Sichtbarkeit im Rahmen von Transblöcken und Trans-Prides sehr, sehr empowernd für viele sein kann, ist Sichtbarkeit als Transperson für viele Transmenschen jetzt keine empowernde Entscheidung, sondern eine Lebensrealität und zwar eine, die mit Diskriminierung, mit Gewalt einhergehen kann. Und für andere Transmenschen, die gar nicht geoutet sind oder nur in manchen Kontexten geoutet sind,
kann die Sichtbarkeit, zum Beispiel die Frage, nehme ich an einem Transblock teil, eine Entscheidung sein, die sehr sorgsam abgewogen werden muss mit vielleicht der körperlichen Sicherheit oder der finanziellen Sicherheit, wenn sich Fragen stellen wie, verliere ich vielleicht meinen Job, wenn ich als trans erkannt werde, oder verliere ich die Unterstützung von meinen Eltern. Und ich wünsche mir ja nicht nur Sensibilität, sondern auch eine starke Solidarität innerhalb von Trans-Communities, dass wir gemeinsam arbeiten, nicht nur im Rahmen von CSDs, sondern in unserer alltäglichen Community-Arbeit, dass wir Anliegen erfragen und gemeinsam entwickeln und die Anliegen und Forderungen von allen Transmenschen nach außen tragen, unabhängig davon, ob sie jetzt konkret in dem Moment sichtbar sein können oder möchten. Ich denke, daran müssen wir noch arbeiten, aber ich denke auch, das bekommen wir hin und baue da auf euch. Also in diesem Sinne, Trans Pride! Meine Oma hat gefragt, wie sieht es aus in deinem Liebesleben, in deinem Liebesleben. Meine Oma hat gefragt, ist da ein Mann, kann er dir Liebe geben, kann er dir Liebe geben. Am liebsten hätte ich ihr gesagt, ich stehe auf Männer und auf Frauen, doch es hätte sie umgehauen, also lieber nicht. Ich sag Oma, ich mag Menschen, lass es mir gut gehen, lass es mir. Ich bin einfach nur verwirrt, ich bin einfach nur verwirrt in meinem Liebesleben, in meinem Liebesleben. Ich bin einfach nur verwirrt, ich bin einfach nur verwirrt in meinem Liebesleben, in meinem Liebesleben. Meine Schwester hat gefragt, wie war dein Date, will er dich wiedersehen, will er dich wiedersehen. Hat doch wirklich gut gepasst, doch irgendwie kann ich nicht drüber reden, kann ich nicht drüber reden. Denn auch die Kellnerin war süß und das hat er schnell gemerkt. Einmal kurz drüber gelacht, gedacht, ich mach nen blöden Scherz, aber nein, 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 ich mein es ernst, ich mein das ernst. Ich bin einfach nur verwirrt, ich bin einfach nur verwirrt in meinem Liebesleben, in meinem Liebesleben. Ich bin einfach nur verwirrt, ich bin einfach nur verwirrt in meinem Liebesleben, in meinem Liebesleben. Mir fehlt einfach die Antwort auf die Frage, wie ich fühle, mit unbekanntem Standort auf der Suche nach dem Ziel. Muss ich es finden, sag, muss ich es finden? Ich bin einfach nur verwirrt, ich bin einfach nur verwirrt in meinem Liebesleben, in meinem Liebesleben. Ich bin einfach nur verwirrt, ich bin einfach nur verwirrt in meinem Liebesleben, in meinem Liebesleben. Ich bin einfach nur verwirrt, ich bin einfach nur verwirrt in meinem Liebesleben, in meinem Liebesleben. Ich bin einfach nur verwirrt, ich bin einfach nur verwirrt in meinem Liebesleben, in meinem Liebesleben. LGBTQ+, 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 so ist die Liebe eben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Amy Wald. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr. Ganz liebe Grüße. Ja, noch einmal ein Hallo von uns beiden. Wir hoffen, diese Reise quer durch NRW hat euch gefallen. Ja, uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Danny? Ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt oder euch gerne in der queeren Jugend engagieren möchtet, zum Beispiel in den CSD oder Dijkmarch AGs, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen oder die Fachstelle direkt anschreiben. Die Kontaktdaten seht ihr jetzt unten eingeblendet. Genau, damit verabschieden wir uns, wünschen euch natürlich noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer das gerade bei euch ist und hoffen, ihr hattet Spaß beim Videoschauen. Wirklich gut gepasst, doch irgendwie kann ich nicht drüber reden, kann ich nicht drüber reden. Denn auch die Kellnerin war süß und das hat er schnell gemerkt. Einmal kurz drüber gelacht, gedacht, ich mach nen blöden Scherz, aber nein, 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 ich mein es ernst, ich mein das ernst.